Ich habe heute ausgesprochen gute Laune und das, obwohl ich gerade mal 4 Stunden geschlafen habe. Keine Ahnung, wo diese ganze Energie herkommt, aber irgendwie hatte ich richtig Bock, mal wieder ein Full Face of aktuelle Favoriten zu machen. Deswegen werde ich jetzt einfach nach und nach so ein paar Hautpflegeprodukte und ein bisschen Make-up auftragen und euch so ein bisschen was dazu erzählen. Und ich möchte auch gerne über meine Urlaubspläne sprechen, denn es steht was richtig Großes an, was für mich einfach ja etwas absolut Neues ist. Ein Produkt, das ich nicht in Aktion zeigen werde, weil es sich hierbei um ein Haarpflegeprodukt handelt, ist diese Spülung von Revolution. Aber ich möchte sie dennoch in dieses Video mit reinnehmen, weil sie mich so krass überzeugt hat. Und zwar ist das die Revolution Hair Ceramides Hydrating Spülung, also Hydrating Conditioner. Und zum einen finde ich die Verpackung großartig, weil der Pumpspender super praktisch ist, um das Produkt zu dosieren. Die Spülung hat eine wirklich tolle Konsistenz, sie lässt sich richtig gut in den Längen verteilen und nachdem man diese Spülung ausgespült hat, die Haare getrocknet sind, sehen die einfach so schön fluffig, leicht und glänzend aus. Also ich habe die auch gestern Abend benutzt und ja, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt irgendwas erkennen könnt, aber ich liebe es einfach, wie meine Haare aussehen, immer wenn ich diese Spülung verwende. Also ganz große Empfehlung. Und was mir daran auch so gut gefällt, ist einfach die Tatsache, dass diese Spülung komplett parfümfrei ist. Die meisten von euch kennen es schon, ich werde wie immer mit meinem eigenen Gesichtswasser anfangen und mich damit einsprühen, weil ich das einfach liebe und meine Haut das Gesichtswasser seit Jahren feiert. Und darüber kommt jetzt ein Produkt, das hat mich so dermaßen positiv überrascht, damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Und zwar ist das diese Skin Chonsa Madagascar Centella Tone Brightening Capsule Ampulle. Wirklich sehr langer Name. Aber im Grunde genommen ist das ein wässriges Serum, was aber noch gut Konsistenz hat, das sich richtig gut auf der Haut verteilen lässt, das 4% Niacinamid enthält. Und meine Frau sage ich schon, meine Frau liebt 4% Niacinamid. What the fuck, jedenfalls. Meine Haut liebt diese Niacinamid-Konzentration. Also 4% Niacinamid ist einfach dieser Sweet Spot für meine Haut und ich merke einfach, was für einen positiven Effekt diese Konzentration Niacinamid auf meiner Haut hat. Dann ist ja aber auch noch Tigergras enthalten und ich glaube, diese Kombi tut meiner Haut ausgesprochen gut und ich merke einfach, wie wunderbar beruhigt und ausgeglichen meine Haut ist. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich habe hier am Kinn so ein paar Stellen, die jetzt nach und nach abheilen und ich habe wirklich das Gefühl, dass dieses Serum, ich nenne es jetzt einfach mal Serum, extrem dabei geholfen hat, dass das irgendwie ein bisschen beruhigt wird und dass das etwas schneller abgeheilt ist. Das Einzige, was mir nicht so gut an diesem Serum gefällt, sind diese winzig kleinen Kügelchen, die da drin enthalten sind, weil die irgendwie nicht ganz so perfekt schmelzen bzw. sich auflösen. Das heißt, wenn man ja, das relativ fix aufträgt, dann spürt man die Kügelchen noch ein bisschen auf der Haut. Da bin ich persönlich jetzt kein großer Fan von, aber die sind jetzt nicht steinhart oder sowas. Dennoch sind sie einfach wahrnehmbar. Ach so, bevor ich es vergesse zu erwähnen, das hier ist ein gesponsertes Produkt von YesStyle. Das heißt, ich habe bei meiner letzten YesStyle-Bestellung dieses Produkt als PR-Sample aussuchen dürfen. Und da ich es sowieso schon immer testen wollte, hat das einfach perfekt gepasst. Und falls ihr jemals bei YesStyle bestellen solltet oder einfach Bock habt, den Shop auszuprobieren, dann nutzt doch auch gerne meinen Code, um noch ein kleines bisschen was zu sparen. Der Code ist affiliated, das heißt, ich kriege eine kleine Provision, falls ihr den Code nutzen solltet und diese Provision kann ich wiederum nutzen, um weitere Produkte auszuprobieren. Falls sich etwas an meiner Einschätzung zu diesem Produkt in den nächsten Wochen und Monaten ändern sollte, dann lasse ich euch das natürlich wissen. Aber bisher bin ich wirklich begeistert und meine Haut ist sowieso eine Mimose und war in letzter Zeit extrem gereizt. Deswegen ist das absolut großartig, dass meine Haut damit bisher richtig gut zurechtkommt und dass ich sogar eine Form der Beruhigung wahrnehme. Und darüber kommt jetzt ein Sonnenschutz, den kennt ihr
vielleicht schon. Und zwar ist das Decentella Calming Daily Sunscreen von iUnique. Die habe ich ja auch in meinen Jahresfavoriten gezeigt. Wirklich großartige Sonnencreme, vor allem wenn man eher eine trockene bzw. Mischhaut hat. Eine Freundin von mir, die ölige Haut hat, mochte die nicht ganz so gerne. Deswegen ja, müsst ihr einfach schauen, ob ihr mit öliger Haut damit zurechtkommt. Aber die ist wunderbar verträglich, hat eine tolle UV-Filter-Kombi. Ich zumindest vertrage sie richtig, richtig gut. Und ja, gebe mir jetzt einfach mal eine ordentliche Menge davon aufs Gesicht drauf. Und ich hatte schon erwähnt, dass ich gern über meine Urlaubspläne sprechen möchte, weil ich ehrlicherweise auch gar nicht so viele neue Hautpflegefavoriten am Start habe, zu denen ich irgendwas erzählen könnte. Aber wir wollen, also mein Freund und ich, wir wollen in nächster Zeit in die USA fliegen. Es ist alles schon gebucht, alles schon geplant, alle Formulare ausgefüllt. Und für mich ist das einfach eine riesig große Sache, weil erstens ich, glaube ich, noch nie so lange geflogen bin. Zumindest kann ich mich nicht bewusst daran erinnern, jemals so lange geflogen zu sein. Wir werden erstmal nach New York fliegen und dann von New York, nachdem wir dort ein paar Tage verbracht haben, runter nach Florida. Und in Florida werden wir uns dann einen Mietwagen holen und Florida erkunden. Mein Freund wollte unbedingt nach New York. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so die Person, die gerne in Großstädten unterwegs ist. Irgendwie habe ich diese Phase schon über. Also ich bin einfach, ja, das macht mich einfach nicht ganz so glücklich, in Großstädten zu sein. Das ist mir zu laut, es sind zu viele Menschen und ja, das wäre jetzt, keine Ahnung, mal so übers Wochenende kann man das machen. Aber da mein Freund New York unbedingt sehen wollte, dachte ich mir, klar, machen wir das, aber dafür geht es dann runter nach Florida und dann gucken wir uns dort die ganzen ja, Natursachen an, die mich persönlich interessieren, die Strände, die Everglades, dann fahren wir runter zu den Keys und so und ich bin wirklich so gespannt da drauf und das ist eine absolut riesengroße Sache für mich, denn früher war Urlaub machen einfach nichts, was in meinen Alltag gepasst hat. Also meine Familie, wir hatten nicht viel Geld, wir sind aus Kasachstan nach Deutschland gekommen, Abschlüsse wurden nicht anerkannt, das heißt, eigentlich musste sich meine Familie bzw. meine Eltern komplett von Grund auf neu einrichten und ja, dadurch hatten wir einfach auch nicht viele finanzielle Mittel zur Verfügung. Und das Letzte, woran ich mich tatsächlich erinnere, was sich eher an Urlaub angefühlt hat, war die Mutter-Kind-Kur, nachdem unser Vater gestorben war. Das heißt, meine Mutter war dann auch irgendwann alleinerziehend und damit waren die finanziellen Möglichkeiten noch schlechter. So, ja, halt mit 4 Kindern alleinerziehend, da ist ja sowas wie Urlaub oder mal nach Italien mit den 4 Kindern oder sowas. Ja, das ist finanziell einfach überhaupt nicht drin gewesen. Aber ich habe es auch nicht vermisst. Na, ich kannte es nicht anders und fand das jetzt auch nicht schlimm oder sowas. Also braucht jetzt auch nicht denken, dass ich jetzt da irgendwem die Schuld zuschieben möchte. Das ist absolut nicht das, was ich will und so soll das auch nicht rüberkommen. Ich kannte es einfach nicht und es hat mich absolut nicht gestört. Und das erste Mal, dass ich so ein Urlaubsfeeling hatte, war mit meinem Freund. Also ich habe meinen Freund kennengelernt und wir sind irgendwann zusammengekommen und irgendwann stand der erste Urlaub an und es ging nach Griechenland. Und das war so eine große Sache für mich, weil wir geflogen sind und Fliegen ist einfach etwas, was ich nicht kannte, auch nicht in aller Regelmäßigkeit und mein Gehirn denkt sich dann immer die krassesten Szenarien aus, auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines Flugzeugabsturzes sehr gering ist, ne? Aber trotzdem können diese Fakten nichts daran ändern, dass mein Gehirn sich die krassesten Horrorszenarien ausdenkt und das ist tatsächlich immer noch so. Also, obwohl ich die Fakten kenne, ändert es nichts daran, wie krass fantasievoll die ganzen Sachen sind, die sich mein Gehirn da so ausdenkt. Von daher war Fliegen schon immer gar nicht so einfach für mich, aber ja, ich habe es überwunden
Und wir sind nach Griechenland. Ich hatte tatsächlich die falschen Klamotten mit. Also es war viel zu heiß in Griechenland, weil wir haben damals auch noch nicht zusammen gewohnt. Das heißt, wir konnten uns auch nicht irgendwie, wisst ihr, wie ich meine, dass man sich dann gegenseitig so die Koffer begutachtet und schaut, was hat der andere so mitgenommen. Das hatten wir nicht. Und ich hatte einfach viel zu warme Klamotten dabei. Ey, das war einfach viel zu heiß in Griechenland. Wir waren auch im Sommer da. Ich weiß gar nicht, was mir eingefallen ist. So, keine Ahnung, so Pullis und so ein Quark mitzunehmen, während wir dort in Griechenland waren. Also es war echt ein bisschen weird. Ich hatte auch überhaupt keine Ambition, mich vorher zu informieren, wie warm es in Griechenland ist und ja, welche Kleidung ich eventuell mitnehmen sollte, weil ich genug anderen Stress hatte. Ich habe damals meine erste Ausbildung gemacht und ja, das war für mich einfach auch alles zu viel. Die erste eigene Wohnung, raus aus der Familie. Eigentlich hätte ich direkt danach eher in Therapie gehen sollen, aber naja, ich habe mir eine Ausbildung gesucht, die auch noch in einer anderen Stadt war und ich musste da wirklich jeden Tag fast 2 Stunden hinfahren. Also es waren immer 4 Stunden Arbeitsweg sozusagen. Ich bin mal mit dem Zug gefahren und das 3 Jahre lang und ja, das hat dann halt auch irgendwann extrem geschlaucht und deswegen hatte ich einfach nicht diese Ambition und die Zeit, mich wirklich damit zu befassen, wo wir in den Urlaub hinfliegen. Ich habe mich einfach nur auf den Urlaub gefreut. Es war auch so ein Last-Minute-Ding, weil es so günstig war, eine Pauschalreise nach Griechenland und ja, dementsprechend war ich nicht wirklich darauf eingestellt, aber es war trotzdem ein wunderschöner erster richtiger Urlaub für mich. Und ich habe den noch in Erinnerung. Ja, das war einfach sehr, sehr schön für mich. Und seitdem habe ich den Zauber des Urlaubmachens für mich entdeckt. Also eigentlich hat sozusagen mein Freund mir Urlaub so ein bisschen näher gebracht, beziehungsweise Verreisen, weil Urlaub kann man auch zu Hause machen. Ne? Urlaub kann man auch in seinen 4 Wänden machen und in der näheren Umgebung. Das ist für mich auch Urlaub. Aber Verreisen plus Urlaub ist noch mal ein bisschen was anderes. Und ich liebe es auch, wirklich in der näheren Region Urlaub zu machen und zum Beispiel den Spreewald zu erkunden. Ich liebe den Spreewald wirklich über alles. Also wenn ich irgendwo meinen Alterswohnsitz hinverlegen müsste, dann wäre es definitiv der Spreewald, weil ich es dort so, so wunderschön finde. Man hat diese tollen Kanäle, man kann paddeln gehen und wunderschöne Natur, Fahrrad fahren und ja, was die ganzen Naturaspekte angeht, ist es im Spreewald wunderschön und es ist halt auch nicht weit von unserem Wohnort entfernt. Von daher fühlt es sich auch immer wie Urlaub an, wenn ich im Spreewald bin. Und auch hier in der Umgebung kann man viel entdecken. Ich meine, wir haben hier die Sächsische Schweiz, man kann klettern gehen, es gibt hier super viele Wandermöglichkeiten. Also man ist auch relativ fix in der Natur und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber dieses Verreisen ist für mich einfach immer was Besonderes. Ich fand es auch damals in Schottland wunderschön und das werde ich auch nie vergessen. Und jetzt sind halt die USA dran. Und das ist für mich einfach was ganz Großes, weil erstens der Flug recht lang ist, dann sind wir einen ganzen Monat weg, dann ist das ja eine Gegend, wo auch ein sehr, sehr lockeres Waffengesetz herrscht, ne? Und davor habe ich auch ein bisschen Bammel. Also da denkt sich mein Gehirn auch schon die krassesten Horrorszenarien aus. Und von daher ist das eine große Sache für mich. Aber ich mache es ja nicht alleine, ne? Ich mache es mit jemandem zusammen. Und alleine würde ich mich das tatsächlich nicht trauen. Aber ich freue mich trotzdem darauf. Ich freue mich einfach riesig darauf, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, Urlaub zu machen, aber auch gleichzeitig zu verreisen. Und ich werde viele schöne Erinnerungen sammeln können und sie mit jemandem teilen können, den ich liebe, mit dem ich seit 17 Jahren zusammen bin und ja, der einfach ein liebevoller Partner ist. Und ich glaube, das ist einfach nochmal was anderes, wenn man solche Erlebnisse mit jemandem teilen kann. Und ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich mir das finanziell auch leisten kann. Also, dass ich diese finanzielle Möglichkeit habe, für die ich auch hart gearbeitet habe. Ich meine, ich musste für den Urlaub auch sparen. Es ist nicht günstig. Das ist, glaube ich, sogar der teuerste Urlaub ever, den ich jemals gemacht habe. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir da die schicksten, schönsten Hotels oder so haben. Wir haben dem Reisebüro klipp und klar gesagt, dass wir vor allem Dinge erleben möchten. Wir wollen nicht in sauteuren Luxushotels rumsitzen und da
keine Ahnung, wie nennt man das, Eierschaukeln, sondern wir wollen viel unterwegs sein, wir wollen viel draußen sein, wir wollen unser Geld lieber in Erlebnisse ausgeben, anstatt in Hotels. Und ja, genau so wurde das dann alles geplant und ja, ich freue mich einfach nur riesig darauf. Falls ihr irgendwelche Tipps habt für New York oder für Florida, schreibt die gern unten in die Kommentare. Wir sind nicht irgendwie nach irgendeinem festen Plan dort unterwegs. Das heißt, wir können immer noch so ein bisschen spontan entscheiden, was wir machen möchten. Was muss man sich in New York unbedingt angesehen haben? Ich bin ja absolute Kunstliebhaberin. Das heißt, ich werde dort die Kunstmuseen abklappern. Aber wenn ihr weitere Geheimtipps haben solltet, die man vielleicht nicht so schnell im Internet findet, auch was so Restaurants und Essen angeht, packt die bitte unten in die Kommentare. Ich packe mir mal ein bisschen Concealer drauf. Das muss ja hier auch so langsam weitergehen. Das ist übrigens, seit ich diesen Concealer entdeckt habe, mein absoluter Lieblingsconcealer. Ich habe den auch schon nachbestellt. Und zwar ist das der Revolution in Real Life Filter Finish Concealer in der Farbe C1. Und davon habe ich mir jetzt einfach nur ein ganz, ganz kleines bisschen drauf gemacht. Diese Cushion Foundation von Mizon habe ich auch vor einiger Zeit für mich entdeckt und finde sie wirklich großartig. Zum einen ist es so, dass viele Cushion Foundations parfümiert sind und das mag ich überhaupt nicht. Und die sind halt auch oft sehr, sehr intensiv beduftet und da kommt meine Nase und meine Haut überhaupt nicht drauf klar. Deswegen großartig, dass die komplett parfümfrei ist. Außerdem ist sie auch noch vegan formuliert, also ohne tierische Inhaltsstoffe. Aber die Farbauswahl ist nicht wirklich gut. Also wenn ihr da eine Farbe finden solltet, die zu eurer Haut passt, dann kann ich die euch definitiv weiterempfehlen. Aber sogar ich habe hier die hellste Nuance und zwar ist das die Nummer 21 und auch die passt nicht so hundertprozentig, wenn ich sie etwas aufbauen möchte. Aber ich benutze die Cushion Foundation vor allem für so eine eher leichte Deckkraft, also schon eher in Richtung Tinted Moisturizer oder so. Also zumindest versuche ich sie so zu verwenden, dass ich eher eine leichte Deckkraft damit aufbauen kann, weil ich das einfach viel, viel schöner finde auf meiner Haut. Ich mache jetzt erstmal nur die eine Seite, damit ihr den Unterschied direkt sehen könnt. Was für einen tollen, leicht ausgleichenden Effekt die hat. Und ihr könnt mir ja, während ich das hier mache, gern unten in die Kommentare schreiben, welche Reiseziele ihr noch so habt und ja, wo ihr am liebsten Urlaub macht, egal ob daheim oder ganz weit weg oder nur in Deutschland. Was ist euch da am liebsten? Ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen, aber hier ist nichts drauf. Und auf der Seite habe ich eine ganz, ganz dünne Schicht von der Cushion Foundation aufgetragen. Und ich finde, man kann schon einen Unterschied sehen. Schaut euch das mal bitte an. Ich liebe dieses Finish. Ich liebe, wie meine Haut noch leicht durchscheint, wie die Unebenmäßigkeiten, die dezenten Rötungen noch leicht durchscheinen. Aber das Ganze einfach nur ausgeglichen aussieht. Es sieht einfach frischer, es sieht wacher aus. Klar macht auch die Hautpflege unter der Cushion Foundation super viel aus, denn die Sonnencreme an sich ist ja auch dezent glowy und ich habe ja einiges davon aufgetragen. Aber die Cushion Foundation an sich hat einfach auch dieses wunderschöne, hautähnliche Finish. Und falls ihr euch fragen solltet, warum ich nicht diesen kleinen Puff verwendet habe, der mit der Cushion Foundation geliefert wird. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich mit dem Schwamm das Produkt etwas besser in die Haut einarbeiten kann. Ansonsten sitzt es eher auf der Haut drauf und dadurch betont die Cushion Foundation die Poren, weil das irgendwie nicht so gleichmäßig ausgefüllt wird. Das kann ich mit dem Schwamm so ein bisschen besser machen und dadurch sieht das Finish auch deutlich gleichmäßiger und schöner aus. Dann habe ich noch ein Lippenprodukt, das ich euch gerne in Aktion zeigen möchte, aber dazu trage ich zunächst Lip Liner auf. Falls ihr Interesse an einem der Produkte haben solltet, schaut einfach unten in die Infobox. Und wo ist das Lippenprodukt hier? Das Lippenprodukt
Besagtes Lippenprodukt ist der Wake Make Watery Talk Tinted Lip Balm in der Farbe 04 Cheerful Orange und der ist leicht parfümiert und ich vertrage ihn dennoch relativ gut. Also es ist keine super intensive Beduftung, man riecht sie nur, wenn man es richtig in die Nase reinschiebt und auch wenn das Produkt auf den Lippen ist, merkt man gar nichts davon. Aber die Farbe ist so, so schön. Ich versuche mal die Parfümierung trotzdem irgendwie zu beschreiben, damit ihr nicht aus dem Stuhl fliegt, falls ihr euch den Lip Balm bestellen solltet. Und zwar nimmt man den Duft tatsächlich nur wahr, wenn das Produkt mit Wärme in Kontakt kommt. Also jetzt gerade, wo ich das auf die Lippen aufgetragen habe und das so ein bisschen durch die Körperwärme geschmolzen ist, konnte ich die Parfümierung ganz kurz wahrnehmen. Aber wirklich nur eine Millisekunde und der Duft erinnert mich extrem an die orangenen Nimm 2 Bonbons. Von denen hatte ich immer wieder mal als Kind welche bekommen oder allgemein, wisst ihr, diese orangenen Lutschbonbons, die einfach diesen knusprig knisternden Orangengeschmack hatten. Also die ja nicht nur diese Zitrusnote mitgebracht haben, sondern die auch so leicht knistrig auf der Zunge waren. Und genau diesen Duft hat der Lip Balm, aber wirklich nur eine Millisekunde. Nur ganz kurz. Also in dem Moment, in dem man den Duft bzw. die Parfümierung wahrnimmt, ist die schon verschwunden. Und das ist mir persönlich lieber als irgendein Duft, der den ganzen Tag in der Nase rumhängt. Ein Produkt, bei dem ich noch nicht genau weiß, ob es ein Favorit wird, ist dieses Liquid Blush von Catrice in der Farbe Orange Fizz. Und komischerweise haben wir ja heute ganz viele Sachen, die irgendwas mit Orange zu tun haben, deswegen passt das perfekt. Ich habe für mich festgestellt, dass dieses Blush am besten funktioniert, wenn ich mir davon nur ein ganz kleines bisschen auf den Handrücken gebe und das Ganze mit einem Öl mische, weil dieses Blush ölbasiert ist. Die von Essence sind nicht ölbasiert. Ich glaube, die haben einen recht hohen Wasseranteil, weswegen sie auch relativ schnell antrocknen und auch dieses dezente sticky Feeling auf der Haut erzeugen können. Aber das hier ist halt ölbasiert, sprich man kann es sehr, sehr gut mit Öl verdünnen. Und deswegen gebe ich mir jetzt einfach nur so einen ganz kleinen Böppel auf den Handrücken und gebe ein paar Tropfen Öl dazu. So, ich denke mal ein Tröpfchen reicht. Dann vermische ich das. Das sieht das dann so aus, wenn ich das gemixt habe. Dann gebe ich mir das einfach auf die Haut. Also ich könnte jetzt natürlich auch einen meiner absoluten Lieblingspinsel verwenden und das mache ich auch. Da werde ich auch übelst oft gefragt, was das für ein Pinsel ist. Das ist einfach nur der Highlighter-Pinsel der Rossmann Eigenmarke und ich finde, der macht sich so, so gut als Blush-Pinsel, weil er eine schöne Größe hat. Und weil er nicht zu locker gebunden ist. Ich finde sogar, dass der für einen Highlighter-Pinsel, also vor allem für Puderprodukte, einen Ticken zu fest gebunden ist. Aber wenn man den für cremige bzw. flüssige Sachen nutzt, ist der richtig, richtig gut. So, seht ihr das? Diese leichte Rötung. Ich glaube, ich könnte das noch intensivieren. Aber so kann man sich halt ein bisschen vorwärts arbeiten, ohne dass es mit der Pigmentierung too much wird. Und wie gesagt, ich muss hier auf jeden Fall noch ein bisschen rumprobieren, um rauszufinden, welches Verhältnis am besten passt. Aber mit dem Öl funktioniert das Blush richtig, richtig gut. Ich liebe dieses Ergebnis. Also ich würde jetzt auch nichts weiter daran machen. Ich könnte jetzt noch
Mascara auftragen, aber irgendwie fühle ich mich heute nicht so danach, deswegen lasse ich es weg. Und ich bin einfach jedes Mal fasziniert, wenn ich so ein bisschen Make-up auftrage, was für einen Unterschied diese kleinen Handgriffe machen können. Also ich fühle mich auch ohne Make-up wohl mittlerweile, aber ich fühle mich auch so wohl. Und die Zeiten, in denen ich wirklich super viele Schichten deckende Foundation aufgetragen habe, sind vorbei, weil ich mich mittlerweile so wohl in meiner Haut fühle, dass ich Sommersprossen oder Rötungen gerne dezent durchscheinen lasse. Weil ich einfach dann das Gefühl habe, ein Mensch zu sein. Also ja, ich bin ein Mensch, aber es gibt mir mehr dieses Gefühl, mich nicht verstecken zu müssen und ja, mich in meiner Wohlfühlhaut-Ära zu befinden. Ne? Mein Ziel war es nie, perfekte Haut zu bekommen. Also da bin ich schon lange drüber weg. Klar habe ich das eine Zeit lang versucht zu erreichen, aber es ist einfach nicht machbar. Es ist unmöglich, perfekte Haut zu bekommen. Deswegen habe ich mir das Ziel gesetzt, eine Wohlfühlhaut zu haben. Also mich einfach in meiner Haut wohlzufühlen. Ich bin so happy, dass ich ja mittlerweile an diesem Punkt bin und dass ich nicht mehr das Gefühl habe, mich verstecken zu müssen oder auf Druck so viel Foundation auftragen zu müssen, damit man wirklich gar nichts mehr von meiner Haut wahrnehmen kann. Ich weiß, dass ich solche Get Ready With Me Videos relativ selten mache, aber ich hoffe dennoch, dass ich mich halbwegs gut geschlagen habe und dass ihr Spaß an diesem Video hattet. Ich zumindest hatte wahnsinnig viel Spaß, dieses Video zu drehen. Und falls ihr sowas regelmäßiger sehen möchtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare und lasst mir ein Däumchen nach oben da. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen, sonnigen und möglichst stressfreien Tag. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!